Oh nee. Verdammte Stopp! Es geht auch anders. Möchtest du wissen, wie du Unmengen von Geld sparst und Reiniger und Verdünner selber machen kannst? Ja klar, hau raus. Ich zeig's dir nach dem Intro. Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Airbrush Cleaner selber macht und Verdünner. Bei mir sind beide leer gegangen. Ich muss sie wieder neu machen. Ich verwende die ursprünglichen Flaschen, die ich mal gekauft habe. Da passen ungefähr 200 Milliliter rein. Ich möchte nicht lange Zeit verlieren, also fangen wir am besten gleich mit dem Airbrush Cleaner an. Also, für den Reiniger brauchen wir als allererstes destilliertes Wasser. Dann brauchen wir noch Isopropanol, 99,9%. Das habe ich in so einer Flasche hier abgefüllt. Dann brauchen wir auch noch den guten alten Glasreiniger. Ganz wichtig. Und was wir auch noch brauchen, Glycerin. Aber nur ganz wenig. Als Unterstützung benutze ich eine Waage, damit ihr genau seht, was ich hier auch abwiege. So, alles vorbereitet. Als erstes machen wir den Glasreiniger rein. Davon kommen ca. 80 Milliliter rein. Falls ihr die gleichen Flaschen verwenden wollt, würde ich an eurer Stelle ein bisschen weniger reinmachen. Ich sag mal so, ja, so passt das jetzt ungefähr. Als nächstes destilliertes Wasser. Davon machen wir genau die gleiche Menge rein. Also müssten wir ca. bei 155 Milliliter landen. So ungefähr. Isopropanol hatte ich ja abgefüllt in dieser Flasche. Davon machen wir ca. 40 Milliliter rein. Also müssten wir bei 195 landen. Kommt noch ein Schuss. Passt. Als letztes kommt Glycerin. Da kommen aber nur 10 Tropfen rein. Also kippe ich nicht die ganze Flasche da rein. Ich fülle mir das Ganze dann in so einen kleinen Becher ab. Und dann hole ich das Ganze mit so einer Pipette raus. So bekommt ihr das auf alle Fälle am besten hin, die 10 Tropfen abzubiegen. Beziehungsweise abzuzählen. Sehr voll die Flasche. Ein bisschen vorsichtig sein. Und dann heißt es nur noch ordentlich durchschütteln. Und fertig ist der Airbrush Cleaner. So, und jetzt kommen wir zum Verdünner. Als erstes benutzen wir destilliertes Wasser. 130 Milliliter davon. Ups, bisschen zu viel. Ist aber nicht so schlimm. Danach Isopropanol. Davon machen wir ca. 60 Milliliter rein. Wir müssen ca. bei 190 Milliliter landen. So ungefähr.
Passt. Als nächstes verwenden wir Retarder. Davon kommt nur 1 Milliliter rein. Für all die nicht wissen, was Retarder ist dafür da, die Trocknungszeit der Acrylfarbe zu verzögern. Und zu guter Letzt Flow Improver. Davon kommen nur 8 bis 10 Milliliter rein. Und für all die nicht wissen, was Flow Improver ist dafür da, die Fließeigenschaft der Farbe zu verbessern. Es hilft dabei, dass die Farbe gleichmäßiger trocknet und somit die Trocknungszeit reduziert wird. Und auch hier den Trichter mit Vorsicht rausnehmen, das Ding ist echt proppenvoll. Ja, und nun nochmal kräftig durchschütteln. Und fertig ist der Verdünner. Und für all die bis jetzt dran geblieben sind, habe ich eine kleine Überraschung vorbereitet. Und zwar dies hier. Wow! Hier steht alles drauf, was ihr braucht. Alle Komponenten, alle Einheiten, sei es für Reiniger oder für Verdünner. Haltet das Video an, screenshottet es und dann seid ihr ready to go. Für unsere englischsprachigen Zuschauer habe ich das Ganze hier natürlich auch in Englisch vorbereitet. Alle Komponenten, die ich heute verwendet habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für diejenigen unter euch, die den One-Pager hier downloaden möchten, findet ihr in der Videobeschreibung einen Download-Link, wo ihr es kostenlos herunterladen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, smasht mal den Like-Button und falls ihr mutig seid, natürlich auch den Abo-Button. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal.